Wir spielen morgen in Berlin. Viel Spaß bei Feiertagsmagazin. Jagd auf den 09. Sieg in der laufenden Bundesliga-Saison und dem 09. bei Hertha. Jagd auf das 20.000. Auswärtstor. BVB will Historisches schaffen. Jagd auf 100. Einsatz in Schwarz-Gelb. Erik Durm zu Gast bei Nobby. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Feiertagsmagazin. Den Rückrundenstart hatten wir uns natürlich schon etwas anders vorgestellt. Nur, in Anführungsstrichen, ein Pünktchen gegen den VfL Wolfsburg. Wir können aber einen Dreier morgen holen gegen die Hertha aus Berlin, wobei das nicht ganz einfach wird. Erst 8 Siege konnten wir im Olympiastadion landen und vielleicht morgen den 09. Der letzte Auswärtssieg. Wir könnten auch den 09. Saisonsieg morgen gegen die Hertha machen. Also gleichzeitig ein doppelter Ansporn für euch, das Spiel in Berlin auf jeden Fall zu gewinnen. Und über dieses Spiel möchte ich mich unterhalten mit meinem heutigen Gast, mit Erik Durm. Herzlich willkommen, schön, dass du die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Abgesehen vom nächsten Spiel, Erik, was verbindest du persönlich mit Hertha BSC? Mit Hertha BSC? Ich habe hier was stehen. Echt? Also wüsste ich jetzt gar nichts. Also mit Berlin verbinde ich eigentlich nur die 4 Finalteilnahmen, die wir hatten und DFB-Pokalsieg letztes Jahr. Also dein erstes Bundesligator. Zu Hause? Zu Hause, ja. Aber gegen Hertha? Das stimmt. Zwar nicht gegen Hertha, aber in Berlin hast du deinen ersten Titel geholt. Was bedeutet dir das? Was bedeutet dir ein Titel? Was bedeuten dir Titel? Ja, wir waren ja jetzt wie gesagt 4-mal schon im Finale und ich glaube, es war klar, dass wir das Ding dann jetzt beim 4. Mal auch endlich mal holen wollen. Wir wollten auf keinen Fall nochmal zurück. Auch abends, das ist grauenhaft. Ja, schlimmer geht's nicht, wenn du danach noch auf die Feier musst und hast 3-mal verloren. Das war Katastrophe und diesmal haben wir es Gott sei Dank geholt. Ja, der erste Titel mit der Mannschaft jetzt auch mal. Ja, es war schon was Besonderes, auch gerade für Marco und die Beteiligten, die noch keinen geholt haben vorher. Und es war schon was sehr, sehr Besonderes, gerade in Berlin mit unseren Fans. Natürlich auch den nächsten Tag in Dortmund, ganz klar. Klar, das war natürlich die Krönung nochmal dann 3-4 Stunden sind wir, glaube ich, über den Borsigplatz gefahren. Eher 4, 5, ne? Ja, es war schon heavy, aber es war schon... Sollte aber auch irgendwie nicht aufhören, ne? Ja, das war auch geil. Man hat auch gesehen, die Leute haben lange drauf gewartet. Das war übrigens auch dein letztes Pflichtspiel 2017 im Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Danach hatte ich eine Operation an der Hüfte doch lange außer Gefecht gesetzt und im Trainingslager warst du endlich wieder dabei. Wir alle waren total happy, dass Erik wieder dabei ist und dann kommt das Spiel gegen Waregem. Und da haben wir uns alle fürchterlich erschrocken. Bei diesen Bildern stockt allen Borussen der Atem. Erik Durm schmerzverzerrt am Boden. Nicht schon wieder unsere Nummer 37.
Doch wenig später die Entwarnung. Zum Glück, denn der Außenverteidiger ist gerade erst zurück von einer langen Verletzungspause. Operation an der Hüfte, vorher zweimal am Knie. Kaum einer musste in den letzten Jahren so viel Zeit in der Reha verbringen. Seit seinem Debüt bei den Profis hat der Allrounder die Hälfte aller möglichen Einsätze verpasst. Doch der 25-Jährige ist immer wieder zurückgekommen. So leicht lässt er sich eben nicht unterkriegen. Von einer Fleischwunde erst recht nicht. Ja, das sah ja schon heftig aus, obwohl Fleischwunde direkt am Schienbein ist schwierig, ne? Ja, da ist halt nicht viel, was schützen Nicht viel kann. Fleisch. Ja. Und deswegen tat es schon sehr weh im ersten Moment, aber ja, ich bin froh, dass es nicht mehr war. Im ersten Moment habe ich es halt knallen hören, dachte, wäre ein bisschen mehr. Aber der Doc hat auch gleich ein bisschen geflaxt und hat gesagt, guck mal, da ist nur ein bisschen Fleischwunde, jetzt habt ihr nicht so. Und dann, ja, und dann ging es auch wieder, also nächsten Tag war es auch wieder weg. Ehrlich? Ja. Aber es war komplett offen. Ja, es war schon tief, aber es war jetzt, wie gesagt, es passiert im Fußball, es war nichts Dramatisches. Das Oberthema Verletzungen, Comeback beschäftigt uns jetzt auch ein bisschen. Es gibt den Fragenkonter. 5 kurze Fragen von mir, 5 kurze Antworten von dir. Okay. Was geht einem im Moment der Verletzung durch den Kopf? Ja, erstmal die Ausfallzeit, wie es der Familie damit geht, wie es dir persönlich damit geht und wie du wieder zurückkommst. Was ist das Schlimmste während einer Verletzungspause? Ja, dass du nicht mit den Jungs auf dem Platz stehen kannst, dass du nicht mit ihnen trainieren kannst und auch die Erfolge und die Spielgewinne nicht mit ihnen teilen kannst. Wer oder was gibt einem am meisten Kraft in der Reha? Ja, oftmals natürlich die Teamkollegen, aber vor allem die auch verletzt sind, weil man mit denen natürlich am meisten Kontakt hat und da ein bisschen die Sorgen auch mit denen teilen kann und weil sie halt auch wissen, wie man sich fühlt. Jetzt kommt das Comeback, du bist wieder auf dem Platz. Was geht dir dann durch den Kopf? Ja, als erstes mal natürlich, dass man wieder die Leistung bringen will, die man auch davor gebracht hat und wie fit man ist und ja, einfach das Gänsehautmoment, wenn man wieder auf den Platz kommt und ja, mit der Familie danach sich freuen kann, mit den Mannschaftskollegen freuen kann und ja, dann einfach gesund bleiben und hoffentlich mal verletzungsfrei bleiben. Worauf freut man sich am meisten, wenn man wieder spielt? Das meiste freut man sich, glaube ich, klar auf die Fans, einfach darauf, wieder Fußball spielen zu dürfen. Und natürlich danach die Siege mit den Kollegen feiern zu können. Wir haben jetzt eine Menge über Reha, Verletzungen, Comebacks gehört. Gibt es auch eine neue Rubrik, die kennst du noch nicht. Einer deiner Freunde, Kollegen darf eine Frage stellen und du musst sie dann beantworten. Ich bin mal gespannt. Hallo Erik, du bist einer der professionellsten Spieler, mit denen ich hier die Ehre gehabt habe, arbeiten zu dürfen. Du machst sehr viel für dich vor und nach dem Training. Was ist denn deine Lieblingsübung einerseits und zweitens bitte ich sie dir, Nobby ganz genau und sauber zu demonstrieren. Ach, ich wusste gar nicht, was da kommt und jetzt bin ich natürlich gespannt. Wollt ihr mich wieder blamieren hier, ne? Ich weiß nicht, was er meint. Ich weiß es wirklich nicht, Erik. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ja nicht der Typ, der gerne so Sachen vor der Kamera macht. Aber wenn der Andi das will, dann muss ich es halt machen. Ne? Also meine Lieblingsübung ist, seit ich jetzt in München war bei der Reha, ist Plank to Push-Up. Also so nennt man es, glaube ich. Plank to Push-Up? Ja, und die mache ich halt jeden Tag und dann kriege ich auch ab und zu mal, ja, was heißt Lache. Also die Übung ist eigentlich nichts Schlimmes oder nichts Schweres. Nur die Jungs lachen halt, weil ich es eigentlich jeden Tag mache. Wie geht Ihnen ungefähr? Ja, du musst eigentlich nur aus dem Unterarmstütz dich praktisch immer hoch in Liegestütz, einen Liegestütz machen, dann wieder Unterarmstütz und das halt je nachdem 20, 30 Mal am Stück. Dann wir zwei. Zusammen? Ja. Machen wir's. Ja. Jetzt, ich hier, du da? Ja. So, okay. Also hier fängt's an. Ja. Arsch hoch und dann gehst du so hoch. Liegestütz. Und dann wieder runter. Und alles so, dass halt das Becken stabil ist. Aber sehe ich, bist bei dir professionell. Kindergeburtstag.
Wie heißt die? Plank to Push-Up. Ach, ich kann Plank to Push-Up, leck mich in der Tisch. Sehr schön, aber wir haben es ja hingekriegt. Ne? Ja. Ansonsten kommt ihr aber gut miteinander aus. Die Jungs, die mit euch arbeiten müssen, wenn ihr krank seid, die geben sich auch allergrößte Mühe, auch immer wieder verschiedene Dinge zu tun, weil ich glaube, es ist doch sehr, sehr lang immer diese Reha-Phase und da muss man ein bisschen Abwechslung haben, oder? Ja, also das ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach dann, wenn man, ich meine, jeder Spieler ist anders, aber es gibt dann schon so Tage, gerade bei mir, ich kann jetzt nur von mir sprechen, da ist es auch nicht ganz einfach mit mir dann, weil ich halt einfach, ja, ein Fußballer will nicht verletzt sein und wenn du dann tagtäglich die Übungen machst, die natürlich jetzt keinen Spaß machen, weil der Ball einfach nicht dabei ist, dann wird man manchmal ein bisschen grantig und vielleicht auch zu denen, die es eigentlich nur gut mit einem meinen. Deshalb drücken wir dir die Daumen, dass du möglichst verletzungsfrei bis zum Ende deiner Karriere bleibst. Ne? Das haben wir jetzt jedes Jahr gesagt, aber ich hoffe, irgendwann klappt's. Ja. Wird nicht ganz einfach, weil jetzt kommt der nächste Zweikampf auf dich zu. Nobby gegen dich. Bis jetzt immer verloren. Du verloren, ne? Ich habe bis jetzt Dann immer drücke ich verloren. mir die Daumen, dass das so bleibt. Krabbelstunde, Stolperfalle. Was kommt als nächstes? 3, 2, 1. Ach so, okay. Krabbelstunde, das war ja schwarz, ne? Dann steht es 1-0 für mich. Du, wirklich, Erik, du bist ein wahrer Freund. Ja, ich weiß. Hoffentlich sage ich das nach 3 Szenen. Also, Szene Nummer 2. Diver oder Diener? Oh. 3, 2, 1. Mein Gott. War's das schon wieder jetzt für mich? Nee, es gibt Gehen noch wir eins. weiter. Aber ich kann nicht mehr verlieren. Fiese Tortur oder Hebefigur? Die Spiele noch nie gesehen vorher, du hast sie alle gesehen. Wieso habe ich die alle? Das weiß ich. Ich meine, so, ich habe alle Spiele von Borussia Dortmund im Kopf. Klar, 3, ich kann ja nur raten. 2, 1. Haben wir beide falsch, oder? Fiese Tortur. Oh, das war fiese Tortur. Ins Ja. Gemächt. Aua. Ja, aber trotz alledem, ich finde, du hast dich wacker geschlagen heute. Reicht ja für dich heute. Ich bin wieder in Führung, ich bin total happy. Da freue ich mich natürlich drüber. Ja, wir machen noch ein schönes Selfie, wir zwei. Mal gucken, dass wir das Stadion ein bisschen mit reinkriegen. So, sieht doch gut aus, ne? Das Bild braucht einen kleinen Moment. Dann solltest du das unterschreiben. Wir machen am Ende des Jahres eine Collage mit all den Bildern der Gäste, die hier auf der Couch bei mir waren. Ja, es gab bisher 19.999 Bundesliga-Auswärtstore. Das ist schon jede Menge, ne? Das ist viel, ja. Und es sind auch nur so viele geblieben, dank Roman Bürki. Er hat alles dafür getan.
Ja, jetzt spielen wir am Freitag in Berlin und haben die Möglichkeit, das 20.000. Auswärtstor zu erzielen. Das ist, denke ich, ja Ansporn genug, sich direkt ins Zeug zu legen. Was müsst ihr tun, um einen Dreier mit aus Berlin mitzubringen? Ja, ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir die taktische Marschroute, die vom Trainer ausgegeben wird, dass wir genauso spielen, wie es der Trainer will. Dass wir uns in alles reinhauen, weil Berlin natürlich sehr körperlich betont spielt. Ja, und sie werden alles daran setzen, dass sie den Dreier behalten, natürlich zu Hause beim Flutlichtspiel. Und das versuchen wir mit aller Macht zu verhindern. Und ich bin ganz guter Ding, dass wir es schaffen. Erik, hier ist das wunderbare Bild. Du siehst gut aus, ich weniger. Ich bitte dich zu unterschreiben. Ende des Jahres werden wir, oder der Saison werden wir es Ich muss hier leider ein bisschen einer in die Collage Haare beifügen. reinkrutzen. Und das werden wir zugunsten unserer Stiftung. Bild ist gut. Das war's heute vom Feiertagsmagazin. Vielen Dank, Gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr drückt die Daumen morgen, dass wir den nächsten Dreier einfahren. Bis dahin, tschüss, macht's gut. Der Nobby und Erik.